Was ist Frieden? Frieden ist ein abstraktes Konzept, welches keine klare und festgelegte Definition hat. Um dieses Konzept besser verstehen zu können, gehen wir einen großen Schritt in der Geschichte zurück und schauen uns die Anfänge und Entwicklungen von Frieden einmal genauer an. Dabei ist Geschichte, wie sie zum Beispiel auch in den Schulen vermittelt wird, in erster Linie eine Geschichte von Kriegen, wie zum Beispiel der Trojanische Krieg, der Dreißigjährige Krieg oder die Napoleonischen Kriege. Schon vor Jahrtausenden haben sich Philosophen und politische Denker jedoch auch mit der Frage des Friedens beschäftigt. Ebenfalls gab es weltweit verschiedene Friedensbewegungen, die für Menschenrechte, soziale Verbesserungen oder zum Beispiel für die Abschaffung der Sklaverei kämpften. Die wissenschaftliche Friedensforschung wuchs aus den schlimmen Erlebnissen des 20. Jahrhunderts. Die Benutzung der Atombombe, der Holocaust und weitere Genozide, die Weltkriege sowie Beweise für eine globale Erderwärmung führten zu der Notwendigkeit zu reagieren. Im Jahre 1945 wurden infolge des Zweiten Weltkrieges die Vereinten Nationen gegründet. In diesem Zusammenhang entstand das Bekenntnis zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ab Ende der 1960er Jahre entstanden dann durch den Beschluss der UNESCO die ersten Universitätsstudiengänge in Friedensforschung oder auf Englisch Peace Studies. Führt man sich das Ausmaß der Zerstörung in unserer Geschichte und die aktuellen globalen Konflikte und Krisen vor Auge, wird deutlich, wie wichtig es ist, Wege zu finden, um Gewalt und Ungerechtigkeit zu reduzieren. Dazu gehören sowohl die wissenschaftliche Auseinandersetzung als auch das positive Handeln eines jeden und jeder Einzelnen. So lautet die Präambel der UNESCO-Verfassung: Da Kriege in den Köpfen der Menschen beginnen, ist es notwendig, in den Köpfen der Menschen Vorsorge für den Frieden zu treffen. Bleibt nur weiterhin die Frage, was Frieden eigentlich bedeutet. In frühen Jahren einigten sich die Friedensforscher auf eine klare Definition von Frieden. Denn nur was klar definiert sei, ließe sich auch wissenschaftlich erforschen. Demnach bedeutete Frieden die Abwesenheit von Krieg. Heutzutage nennt man das die negative Definition, da sie auf etwas beruht, was Frieden nicht ist. Von Beginn an gab es auch Aktivisten und Wissenschaftler, die zusätzliche Aspekte in die Definition von Frieden mit einbeziehen wollten. Ein Gedankenexperiment kann dies gut verdeutlichen. Man stelle sich eine Welt vor, in der jedes Land eine unüberwindbar große Mauer um sich herum baut und zusätzlich noch eine Kuppel zum Schutz vor Raketen. Als alle Länder fertig sind, können diese keinen Krieg mehr miteinander führen. Auf der ganzen Welt herrscht somit auf einmal Frieden. Allerdings gibt es in den einzelnen Ländern weiterhin großes Elend und Ungerechtigkeit. Manche Länder werden zum Beispiel von Menschen regiert, die Teile ihres eigenen Volks töten. Andere Länder sind so arm, dass Teile deren Bevölkerung verhungern oder verdursten. In anderen Ländern wiederum werden bestimmte Gruppen von Menschen, wie zum Beispiel eines bestimmten Geschlechts, eines bestimmten Glaubens oder einer sexuellen Orientierung, diskriminiert und schlecht behandelt. Und manche Länder wiederum zerstören den Planeten Erde so sehr, dass sie die gesamte Existenz aller Lebewesen gefährden. Es wäre nicht unbedingt eine Welt, wie man sie sich im Frieden vorstellen würde, oder? Daher kam man zu dem Schluss, dass Frieden mehr ist, als nur keinen Krieg zu führen. Und somit verschob sich der Fokus von der negativen hin zur positiven Definition. Heutzutage gibt es keine universelle Definition mehr, die man allen Kulturen gegenüber als die einzig wahre vorgeben könnte. Stattdessen wird Frieden generell als etwas Erstrebenswertes angesehen. Dabei spielen eine Anzahl von Themen eine essentielle Rolle. Diese sind zum Beispiel internationale, nationale und häusliche Gewalt, die gewaltfreie Lösung von Konflikten, die Befriedigung existenzieller menschlicher Bedürfnisse, innerer Frieden und ein nachhaltiger Umgang mit der Natur. Frieden beinhaltet also bestimmte Voraussetzungen. Er bezeichnet eine Art Beziehung zwischen Menschen, sozialen Gruppen oder Staaten. Konflikte werden dabei generell als natürlich und unvermeidbar angesehen. Was Frieden jedoch auszeichnet, ist der gewaltfreie und konstruktive Umgang mit diesen Konflikten. Somit kann Frieden sowohl als Zustand als auch ein Prozess oder Weg angesehen werden. Dabei sind sowohl die Erforschung von Frieden, der Friedensaktivismus und das positive Handeln eines jeden einzelnen Menschen wichtig, um Frieden zu fördern. Jeder einzelne Beitrag zählt.